Fanatec hat den Clubsport Universal Hub vor einiger Zeit in der V2-Version neu aufgelegt und mit einem Magnetic Shifter Upgrade ausgestattet. Wie sich dieses Upgrade im ausführlichen Test schlägt und wie sich unterschiedliche Lenkradaufsätze damit verhalten, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Fanatec hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: der Preis. Der Clubsport Universal Hub V2 für Xbox. So heißt die genaue Bezeichnung des von mir heute reviewten Modells, ist über den Fanatec Webshop um 369,95 € erhältlich. An dieser Stelle empfehle ich die Homepage zu studieren, da sich beim Kauf in Kombination mit diversen Lenkrädern einiges an Geld sparen lässt. Um beispielsweise knapp 400 € lassen sich Lenkradaufsätze dazu kaufen, die im Einzelverkauf deutlich über 100 € kosten würden. An diesem Beispiel handelt es sich um das Clubsport Steering Wheel GT Forza Motorsport V2 für Xbox. Was für eine sperrige Produktbezeichnung, aber es lohnt sich, diese Möglichkeiten genauestens anzugucken. Dieses Paket kostet 399,95 € und bringt somit eine Ersparnis von knapp 100 € im Vergleich zum Einzelverkauf. Auf der Homepage sind Clubsport Hub bzw. Pakete davon ohne den Zusatz für Xbox gelistet, die 20 € günstiger sind. Damit entfällt der Xbox-Support und im Gegenzug können 20 € gespart werden. Kapitel Nummer 2: der Lieferumfang. Im Lieferumfang mit bei ist der Clubsport Universal Hub V2, das dem Clubsport Magnetic Pedal ähnliche Schaltmodul, der separat verpackte Quick Release 1, Wheelside, Button Cluster, Hebel, Funky Switch, ein LED, Schaltpedals, ein Satz Schrauben und die Tastenkappen. Die Ware kommt im kompakten Karton, Schaumstoff gepolstert samt Beutel und Merchandise-Klebern zu euch. Kapitel Nummer 3: die Kompatibilität. Der Clubsport Hub V2 für Xbox kann auf jeder derzeit erhältlichen Wheelbase von Fanatec genutzt werden und abwärts bis zu den Vorgängern CSW V2 bzw. CSL Elite. In Sachen Plattformen am PC ist der Support uneingeschränkt gegeben, insofern vom Spiel unterstützt. PlayStation Support gibt's mit diesem Hub nur dann, wenn eine PlayStation 4 bzw. 5 lizenzierte Wheelbase am Start ist. Weiter geht's mit unserem PlayStation Test. Wir sind auf einer PlayStation 5 mit Gran Turismo 7 unterwegs, Next Level Wheelstand 2.0, eine Fanatec DD Pro Wheelbase, ganz wichtig, muss eine PlayStation lizenzierte Wheelbase sein, sonst funktioniert dies auf der PlayStation 4 bzw. 4 Pro oder 5 nicht. Die Fanatec DD Pro Base ist jetzt direkt mit meiner PlayStation 5 verbunden. Schritt Nummer 1, ich nehme das Lenkrad runter, damit ihr dies über die Cam besser sehen könnt. Schalte meine Fanatec Wheelbase ein. Und für euch an dieser Stelle ganz wichtig, achtet auf den entsprechenden Betriebsmodus. Jetzt leuchtet dieser blau. Dieses Ding ist mit der PlayStation verbunden, schaltet automatisch auf den blauen PlayStation Betriebsmodus um. Ist dies nicht der Fall und es würde nicht die blaue Betriebsleuchte aufleuchten, sondern beispielsweise die rote, der PC-Modus, oder violette, dann drückt dies in der Schleife durch, bis ihr den blauen Betriebsmodus habt. Jetzt steckt ihr das Lenkrad auf. Für euch noch wichtig, dieses Ding jetzt mit der PlayStation zu pairen. Das seht ihr, funktioniert schon über den Funky Switch und die Eingabe. Klickt bestätigen und ihr könnt euch direkt über das Lenkrad im Menü der Konsole bewegen. Ich starte hier meinen Gran Turismo 7 PS5, den A-Button bestätigen und die Sache kann losgehen. Klarerweise über die Konsolen wie gewohnt verfügbar das Fanatec Tuning Menü. Ihr habt oberseitig diesen kleinen Button, den ihr betätigt und dann seht ihr im Display euer Fanatec Tuning Menü. Durch dieses könnt ihr euch dann über den Funky Switch durchhandeln, diverse Einstellungen tätigen. Was es mit diesen ganzen Abkürzungen, Einstellungen auf sich hat, das guckt am besten in dem Fanatec Tuning Menü von vor ein paar Monaten nach. Den Link, den hänge ich euch oben rechts mit bei. Angekommen im Spiel und wir sehen auf den ersten Blick, alles funktioniert wie gewohnt. Bremse über die Fanatec CSL Pedale. Da habe ich euch kürzlich ein Video hochgeladen
Mit diesen 3D-Wrap-Mods, die diese Pedale deutlich aufwerten, holt dieses bei Bedarf unbedingt nach. Was wir noch auf den ersten Blick erkennen können, das ist anwendungsabhängig bzw. konsolenabhängig. Auf der PlayStation-Konsole, da habt ihr die Chance, dass ein Display oder entsprechende LEDs von Fanatec unterstützt werden. Auch hierzu habe ich ein Video mit unterschiedlichen Lenkrädern und Funktionen vor einigen Wochen hochgeladen. Wie sieht es diesbezüglich mit dem Clubsport Hub jetzt aus? Ihr seht über das kleine Mini-Display hier, ihr bekommt die Geschwindigkeit wunderbar angezeigt und beim Gangwechsel kurz den Gang eingeblendet und dann springt die Anzeige wieder zurück auf die entsprechende Geschwindigkeit. LEDs klarerweise nicht am Start, aber die Display-Einbindung, die funktioniert in diesem Fall einwandfrei. Schalten ganz normal über die Schaltwippen oder entsprechend, wenn ihr Fanatec Peripherie an das Lenkrad anschließt bzw. an die Wheelbase, dann könnt ihr auch in Gran Turismo auf einer Konsole mit entsprechenden Fanatec Shifter und Fanatec Handbremse unterwegs sein. Für euch nur wichtig, dies funktioniert auf Konsole nur dann, wenn die entsprechende Peripherie, sprich Handbremse und Shifter, direkt mit der Wheelbase verbunden sind. Das heißt, ihr seid in diesem Fall, wenn ihr mit einer Fanatec DD Pro Wheelbase unterwegs seid, auch auf Fanatec Peripherie in Sachen Handbremse und Shifter angewiesen, sonst bekommt ihr dies nicht zu laufen. Eine sehr oft gestellte Frage in meinem Kanal: Wenn du dir jetzt andere Shifter kaufst oder andere Handbremsen und diese an einem zweiten USB-Platz an deiner Konsole anschließt, dann wird dies nicht erkannt. Die Konsole verwaltet nur einen Anschluss dieser externen Peripherie und sämtliche Signale, die müssen über die Konsole, sprich über die eine USB-Verbindung gespielt werden. In Sachen Performance sieht es auch auf der PlayStation 5 einwandfrei aus. Ihr habt ein wunderbar komfortables, gutes, gut abgestimmtes Force-Feedback. Auch hier über die Curbs, diese Effekte, die kommen gut am Lenkrad an. Ich habe jetzt die Wheelbase über das Fanatec Tuning-Menü auf 100% Force-Feedback Strength hochgestellt. Das gucken wir nochmal. Setup, Force-Feedback, 95 waren es, jetzt sind es 100%. Und ich würde sagen, in diesem Kraftbereich gut 8 Newtonmeter, die diese DD Pro auf Max stemmt, ist es mit diesem relativ großen Lenkrad noch gut zu handeln, beziehungsweise kommt hier am Lenkradkranz noch genügend Power in meinen Augen am Lenkradkranz über den langen Hebelweg an. Dieses Kräfteverhältnis, das ändert sich deutlich, wenn ihr jetzt auf kleinere Lenkradgrenze 30 cm oder noch kleiner 27,5 cm greift. Dann werdet ihr diesbezüglich absolut keine Probleme bekommen. Mit Ausnahme, du willst den harten, realistischen, ohne Servolenkung stattfindenden Rennsport simulieren, dann wirst du nicht drum herum kommen, zu einer kräftigeren Wheelbase zu greifen. Xbox wird mit diesem Hub unterstützt. Achtet dabei immer auf den Zusatz für Xbox. Angekommen in Forza Motorsport 7 auf der Xbox. Für euch ein wichtiger Fakt: Auch hier gilt dasselbe wie auf der PlayStation. Wollt ihr etwaige Peripherie wie Shifter, Handbrakes auf der Konsole nutzen, ihr benötigt die kompatiblen Dinger, in dem Fall für Fanatec, um diese direkt an der Wheelbase anstecken zu können und dann mit Shifter und Handbrake unterwegs sein zu können. Was wie in diesem Fall jetzt nicht funktionieren würde, wäre, wenn ich meine externen Shifter hier von 3D-Wrap, Pikes Shifter und Ekina Handbrake jetzt via USB separat an die Xbox stecken würde. Diese würde mit diesen Peripheriegeräten nichts anfangen können. Sie kann nur ein Peripheriegerät, in dem Fall die Fanatec Podium DD1 Wheelbase, verwalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Auch hier auf der Xbox, klarerweise über das Fanatec Tuning Menü, könnt ihr sämtliche Anpassungen direkt über die Wheelbase vornehmen. Eine ebenso oft gestellte Frage: Kann ich meine Firmware hinsichtlich meiner Wheelbase, ob Podium oder CSL, DD Pro, was auch immer, direkt über eine Konsole updaten? Das funktioniert nicht. Ihr müsst, um die aktuelle Firmware auf eine Wheelbase bzw. auf die Lenkräder aufzuspielen, diese Dinger an den PC, an den Laptop hängen und dies über einen PC
sozusagen durchführen. Dies funktioniert über Konsole nicht. Ich rate immer wieder, eure Wheelbases mal an den Laptop, an den PC zu hängen und dieses Firmware-Update direkt über Fanatec durchzuführen, damit ihr mit Wheelbases und Lenkrädern immer am aktuellsten Stand, auch am aktuellsten Stand der Spiele seid. Direkt ins Spiel reingesprungen. Ich habe hier diese Karriere von mir einfach fortgesetzt. Wir sind im Subaru BRZ unterwegs. Auf welcher Rennstrecke ist das? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich glaube in Dubai. Und hier seht ihr, funktioniert alles wie gewohnt. Shifter, Gas, Bremse, ganz normal der Ausschlag. Ihr habt ein gutes Force-Feedback für Konsolenverhältnisse, in meinen Augen bei Forza Motorsport 7. Das ist vorbildlich, verglichen mit anderen Konsolenanwendungen, sehr nachvollziehbar, Fahrbahneffekte, Curbs, all dies, Untersteuern, Übersteuern, auch dies ist wunderbar rauszuspüren. An Simracing Perlen direkt am PC, wie R-Factor 2, Assetto Corsa Competizione und anderen Anwendungen, kommt dieses Force-Feedback-Verhalten nicht ran. Da fehlt es an einigen Effekten, an Differenzierung, an feiner Abstimmung. Aber für Konsolenverhältnisse, in meinen Augen, macht hier Forza Motorsport 7 vieles richtig. Was ihr jetzt auf den zweiten Blick sofort erkennen könnt, das Display bleibt dunkel. Ihr habt weder einen Schaltzeitpunkt bzw. den eingelegten Gang beim Gangwechsel oder eine Geschwindigkeit in eurem Display des Clubsport Hubs angezeigt. Dies gilt auch, wenn ihr beliebige andere Xbox-zertifizierte Lenkräder hier an die Podium DD1 Wheelbase schraubt und auf der Xbox unterwegs seid. Es bleiben LEDs und das Display dunkel. Hier hat Microsoft dringenden Nachholbedarf. Dies wird auch über die Fanatec Homepage kommuniziert. Bitte beachtet dies unbedingt vor der Anschaffung, nicht dass ihr im Nachhinein über diese fehlenden Features enttäuscht seid. Um auf der Xbox kompatibel zu sein, unterscheidet sich dies, wie öfters erwähnt, in Sachen PlayStation-Kompatibilität. Bei der PlayStation-Kompatibilität ist einzig und allein die von dir eingesetzte Wheelbase dafür verantwortlich, ob du auf der PlayStation unterwegs sein kannst. Es sind derzeit zwei erhältliche Wheelbases bei Fanatec. Das ist diese Podium Formula lizenzierte PlayStation Wheelbase oder die kleinere, die Fanatec DD Pro Wheelbase bzw. die DD Pro Wheelbase in diversen Paketen. Welches Lenkrad du auf der PlayStation dann auf deiner PlayStation lizenzierten Wheelbase zum Einsatz bringst, das ist völlig unerheblich. Auf der Xbox ist einzig und allein das Lenkrad bzw. in dem Fall der Clubsport Hub dafür verantwortlich, ob dieses Ding dann mit der Xbox kompatibel ist oder nicht. Achte unbedingt auf die entsprechende Xbox-Zertifizierung bei diesem Hub, die du mit geringem Aufpreis erwerben kannst, beziehungsweise auch bei den Lenkrädern. Hier oben bei dem Formula V2.5 unbedingt der Zusatz das X für die Xbox-Kompatibilität. Kostet etwas mehr, ich glaube um die 10 Euro mehr als das Modell V2.5 ohne X und ohne Xbox-Kompatibilität. In Sachen Größe des Lenkrads seid ihr in Sachen Podium DD1 Wheelbase und dieser Saturn Power sowieso uneingeschränkt unterwegs. Ihr könnt euch über dieses Overlay auch einblenden lassen, wie es denn aussieht mit dem Clipping-Verhalten. Das heißt, die obere Kurve, da seht ihr wunderbar das Lenkrad-Drehmoment. Ich bin jetzt in-game auf 100% unterwegs und ihr seht, auch bei diesen groben Effekten komme ich nicht in den Bereich des Clippings. Das seht ihr an der violetten Linie, die Effekte nach oben hin, die werden nicht abgeschnitten. Hier genug Gap nach oben, um die volle Bandbreite der Effekte abzubilden. Ein sehr wichtiges Thema, das Clipping, das ihr im Auge behalten solltet, wenn du eine zu schwache Wheelbase am Start hast und diese immerzu am Maximum bewegst, dann wird jeder noch so kleine Lenkradeffekt sofort an die Maximum Power der Wheelbase gelangen und jeder Effekt wird nach oben hingehend dann abgeschnitten. Es fühlt sich jede Kurve, jeder Effekt gleich an und in dem Fall entsprechend viel Bandbreite, wenn du kräftigere Wheelbases zum Einsatz bringst. In Sachen Lenkradaufsätze sind alle derzeit bei Fanatec gelisteten Modelle kompatibel und zahlreiche Drittanbieter Wheels,
die das gängige 70 bzw. 50 mm Lochkreisbild mitbringen. Mit dem Podium Advanced Pedal Module ist der Clubsport Hub in der V2-Version ebenso kompatibel, wenn ihr weitere Schaltwippen und Analog-Pedals nachrüsten wollt. Kapitel Nummer 4: Der Zusammenbau. Das gewünschte Lenkrad wird mit dem Clubsport Hub über das 70 oder 50 mm Lochkreisbild verschraubt. Alle derzeit auf der Fanatec Homepage erhältlichen Lenkradkränze sind kompatibel. In Sachen Drittanbieter ist durch das genormte Lochbild ebenso eine große Auswahl kompatibel. Wenn eine Buttonbox entfernt werden soll, dann müssen vorderseitig und rückseitig je 2 Schrauben gelöst werden, um die Abdeckplatte entfernen zu können. Im Anschluss wird das jeweilige Bauteil abgesteckt und kann entfernt werden. Beim Anstecken beachtet die Bedienungsanleitung, wo die entsprechenden Buchsen beschriftet sind. Wenn die Abdeckplatte montiert wird, dann achtet darauf, dass die Kabel innenseitig ordentlich verlegt und nicht eingezwickt werden. Bevor der Lenkradkranz verschraubt wird, müssen die Hebel der Buttoncluster in Position gebracht und anschließend die Schrauben angezogen werden. Nächstes Kapitel: die Ausstattung. Dies sehen wir uns am besten live am Lenkrad an. Kommen wir zu den Features des Clubsport Hubs. Der Clubsport Hub kommt zu euch mit diesen 4 Buttoninseln, die je 3 Buttons beherbergen. Das seht ihr hier, jeweils 3 Buttons, insgesamt 3, 6, 9, 12 Buttons und hier dieser Funky Switch. Ihr könnt diese Buttons beliebig hier am Clubsport Hub montieren, verwendet die entsprechenden Lochbilder, um die Hebel zu positionieren, beziehungsweise über die Langlöcher diese in Längsrichtung weiter weg vom Hub, näher zum Lenkradkranz oder näher zum Hub verstellen zu können. Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist oberseitig am Clubsport Hub das komplette Buttonschema, das ihr über diese Buttoninseln habt und über den Hub direkt bedienen könnt. Das hat folgenden Vorteil: Wenn ihr ohne diese Buttoninseln unterwegs sein wollt, aus welchem Grund auch immer, dann könnt ihr direkt die Buttoneingaben eben über den Hub tätigen. Ein weiteres Ausstattungsmerkmal, das seht ihr hier oberseitig, ist das Display. Dieses ist gesteckt, könnt ihr vertikal oder horizontal verwenden. Vorderseitig vom Display seht ihr diesen kleinen schwarzen Button direkt unterhalb des Fanatec Logos. Den könnt ihr betätigen, um ins Fanatec Tuning Menü zu gelangen und entsprechend im Fanatec Tuning Menü über den 7-Wege Funky Switch navigieren. Das kennt ihr mit links rechts drehen, links rechts oben unten klicken oder einmal Push Button, somit der 7-Wege Funky Switch, der bekannte von Fanatec. Ein weiteres Ausstattungsmerkmal des Clubsport Hubs sind die vom Magnetic Pedal Module bekannten Shifter, die hier serienmäßig mit bei sind. Dies hat sich verglichen mit dem Vorgänger geändert. Da hattet ihr noch dieses altbekannte Schaltschema, diese Schaltmechanik basierend rein auf einem Widerstand mit einer Feder. Das kennt ihr von diesen alten Fanatec Wheels. In dem Fall ein altes Clubsport Formula Wheel mit dieser altbewährten, gut bekannten Schaltmechanik, die aber im Zuge der Umstellung auf die V2-Versionen vom Clubsport Hub, beispielsweise vom BMW M3 GT2 oder vom Nachfolger des Porsche 918 Lenkrads, des RS Lenkrads, hier übernommen worden. Ein weiteres Merkmal und ebenso im Lieferumfang mit bei ist der altbekannte QR1, der Quick Release von Fanatec, eben aus Metall, wie bereits erwähnt, im Lieferumfang mit bei. Ihr müsst lediglich dieses Ding, das kommt separat verpackt, mit eurer Lieferung, mit diesen 4 Schrauben mit dem Clubsport Hub verbinden und seid ready to go. Eine weitere Möglichkeit und ebenso im Lieferumfang mit bei sind unterschiedliche Schaltpedals. Ihr könnt diese GT-Schaltpedals in dieser Größe mit diesen kleineren Formula-Style-Schaltpedals ersetzen, habt dann eben kleinere Schaltpedals am Start, die dann entsprechend zu kleineren Lenkradkränzen mit kleinerem Durchmesser passender sind. Und ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist folgendes: Ihr könnt einen Lenkradkranz montieren und diesen dann mit einem Fanatec Branding mit dieser Abdeckkappe zieren, die ihr dann zwischenschraubt, beziehungsweise verwendet ihr dann für diesen Zweck diese beigelegten, wie heißen diese Dinge, Rundkopfschrauben, um dann mit diesem Fanatec-Emblem einen anderen Style, einen anderen Stil, ein anderes Erscheinungsbild zu erzielen. Weitere Änderungsmöglichkeit in Sachen Optik: Ihr habt so einen kleinen Fanatec-Sticker, so ein kleines Logo, das könnt ihr dann verwenden, wenn euch dieser Xbox-Button bzw. dieses Xbox-Branding nicht gefällt.
dann zieht ihr diesen Sticker ab, klebt den hier drauf und habt dies im Fanatec Logos-Teil am Start. Noch eine Möglichkeit, die ich euch vorenthalten habe, das sind diese Schaltpedals Erweiterungen bzw. Distanzplatten, so würde ich dies jetzt nennen. Die könnt ihr zwischenschrauben, hier bei der Aufnahme, um entsprechenden Platz bzw. entsprechende Distanz zwischen den Schaltpedals und der Aufnahme zu bekommen, um die Schaltpedals weiter nach außen zu bekommen, um diese, wenn ihr kürzere Hände oder größere Rims am Start habt, leichter erreichen zu können. Und letztes Ausstattungsmerkmal sind diese Button Caps. Ihr könnt dieses Branding, dieses Xbox Branding mit diesen Symbolen und diesen Tastenkappen, die könnt ihr setzen. Ihr habt hier so einen Satz Universal Button Caps, passend eben zu unserem Simracing Hobby mit bei. Und wenn du jetzt beispielsweise, ich demonstriere das hier jetzt nochmal live, wenn ich es auch aufkriege. Und wenn du jetzt beispielsweise so einen Button mit einem Scheibenwischer-Symbol ergänzen oder ersetzen willst, musst du lediglich diese originalen Tastenkappen hier abnehmen und dann entsprechend durch deine gewünschten Symbole ersetzen. So sehen diese Dinger innenseitig aus mit so einer leichten Verzahnung, damit diese Dinger auch halten. Ihr setzt diese auf die Buttons entsprechend auf, drückt diese fest und habt dann ein neues Erscheinungsbild, einen neuen Stil, entsprechend eurer gewünschter Konfiguration am Start. Und letzter Punkt, wichtig in diesem Review zu erwähnen, guckt bitte auf die Bedienungsanleitung. Ihr habt hier wichtige Dinge, wichtige Informationen mit bei. Nummer 1, wie ihr den Quick Release mit dem Clubsport Hub verbindet, habe ich euch bereits in einigen Videos gezeigt, aber guckt zur Not hier nochmal rein. Dann nächster wichtiger Punkt, achtet auf die Schraubenlängen, wenn ihr einen Lenkradkranz mit dem Clubsport Hub montiert. Ihr habt eine Länge von maximal 16 mm, um das Innenleben hier im Clubsport Hub nicht zu beschädigen. Rückseitig seht ihr nochmal die Belegung der entsprechenden Buchsen. Das Clubsport Magnetic Pedal Module an den oberseitigen beiden Anschlüssen montiert. Linksseitig 3 Buttoninseln, rechtsseitig 2 Buttoninseln und an diesem längeren Anschluss der Funky Switch. Und letztes wichtiges Detail bezüglich der Buttonbelegung, das ich mit euch noch besprechen möchte, ist, wenn ihr den Betriebszustand des Clubsport Hubs bzw. der Wheelbase ändern wollt zwischen PC und Konsole. Das heißt, du hast eine Button-Kombination, das siehst du hier in der Bedienungsanleitung, und diese Buttons gleichzeitig drücken. Das ist dieser Button und der X-Button. Wenn du diese beiden gleichzeitig betätigst, das kannst du auch hier über die Buttoninseln, dieser X und dieser Button gleichzeitig, dann schaltest du beispielsweise um vom Xbox-Modus in den PC-Modus der Wheelbase und umgekehrt. In Sachen Schaltmechanik könnt ihr auch das Podium Advanced Pedal Module optional erwerben und nachrüsten. Dies habe ich für euch schon separat reviewed. Da habt ihr dann unterschiedliche Schaltpedals am Start und schon hier fertig vormontiert. So eine Schalteinheit, mit der ihr dann an den Clubsport Hub gehen könnt. Das heißt, ihr könnt die Schrauben hier seitlich entsprechend lösen, dieses Ding ersetzen, austauschen, neu anstecken über die entsprechende Kabelverbindung und habt dann an den Clubsport Hub gebracht. Und dieses APM bringt euch dann ein analoges Pedal, ein übliches Schaltpedal und ein oberseitig liegendes Pedal, das ihr auch entsprechend belegen könnt, direkt an den Clubsport Hub. Zurück von der Ausstattung und weiter geht's mit dem Display. Am PC seid ihr diesbezüglich mit den üblichen Simracing-Titeln uneingeschränkt unterwegs. Weiters könnt ihr diverse Anpassungen vornehmen. Schaut euch mein Review zu Fanalab an, dort habe ich alle Möglichkeiten genauestens erklärt. Den Link zu diesem Video, den hänge ich oben rechts mit bei. Auf der Konsole kann dies anders aussehen. Bitte beachtet diesen Umstand unbedingt vor dem Kauf. Nicht, dass ihr dann im Nachhinein enttäuscht seid. Klickt beim Produkt auf FAQ auf der Fanatec Homepage und lest dort am besten nach. Hier ein paar Zeilen daraus. Lenkradanzeigen und LEDs werden derzeit ebenfalls nicht vom Xbox Betriebssystem unterstützt. Das Display ist jedoch weiterhin zugänglich, um Einstellungen im Tuning-Menü vorzunehmen. Microsoft arbeitet daran, das Xbox Betriebssystem anzupassen, um in Zukunft mehr Funktionen von Eingabegeräten anderer Hersteller zu unterstützen. Das jetzt mal ein Zitat von der Fanatec Homepage.
Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel, die Optik. Hier dominieren die markanten Buttonboxen, die auch seitlich betrachtet relativ dick auftragen. Gleiches gilt auch für die jeweiligen Kabel, die zu den Anschlüssen im Inneren des Hubs führen. Das Hauptaugenmerk fällt aber auf den jeweiligen montierten Lenkradkranz. Hierbei ist nahezu jeder beliebige Look möglich. Ich habe den Clubsport Lenkradkranz GT Forza Motorsport und Clubsport Lenkradkranz GT Alcantara mit 33 cm Durchmesser und der unterseitigen Abflachung im D-Shape Design im Einsatz und finde diese Kombination optisch sehr ansprechend. Beim 27,5 cm Durchmesser Clubsport Lenkradkranz Flat 2 dominiert die rote Farbgebung und der riesige Podium Lenkradkranz Nesca bringt wiederum eine komplett eigenständige Optik an den Clubsport Hub. Bei Bedarf können Buttonboxen demontiert werden und die gleich belegten Buttons an der Oberseite des Hubs genutzt werden. Nächstes Kapitel, die Haptik. Die Buttons bieten ein haptisch durchschnittliches Feedback. Sie haben seitliches Spiel und beim Drücken gibt der Befestigungshebel etwas nach hinten nach. Der Hub selbst fühlt sich wertig an, da aus Metall ausgeführt. Die Buttons oberhalb am Hub wiederum haben ein wiederum zweckmäßiges Feedback. Bei der Betätigung der Schaltmechanik hinterlassen die Pedals aus Metall und die exakte Schaltmechanik einen guten Eindruck. Die Lenkradkränze aus dem Fanatec-Programm sind haptisch durchwegs auf einem hohen bis sehr hohen Niveau unterwegs. Gutes Griffgefühl dank edler Materialien geben hierbei keinen Anlass zur Kritik, egal ob Alcantara, Wildleder oder Glattlederbezug zum Einsatz kommt. Machen wir weiter mit den technischen Details des Clubsport Hubs. Nummer 1 testen wir mal das Gewicht in zusammengebauten Zustand, sprich alles montiert, die großen Schaltpedals, 4 Buttoninseln und der Funky Switch bringt dieses Ding samt QR1 Clubsport Quick Release in der 1er Version, bringt dieses Ding ein gutes Kilogramm auf die Waage. Dieses Gewicht erhöht sich dann dementsprechend logischerweise mit den jeweils eingesetzten Lenkradkränzen, beispielsweise hier der Forza Motorsport Lenkradkranz. Wenn ich diesen montiere, kommen hier nochmal 800 Gramm hinzu. Diesen kleinen Lenkradkranz etwas leichter, da sind wir bei gut 600 Gramm. Das heißt, in meinem Fall war ich meistens in dieser Kombination unterwegs. Der Quick Release, dann dieser Lenkradkranz montiert. Da sind wir dann bei 1830 Gramm und ein paar Gramm kommen dann noch entsprechend für die Senkkopfschrauben hinzu. Weiter geht es mit dem Auslösefeedback der Buttons bzw. der Schaltmechanik. Soweit ich mich erinnern kann, waren wir beim Auslösefeedback des Magnetic Pedal Modules bei um die 1,5 Kilogramm. Das dürfte sich hier nicht ändern. Ja, wir sind bei guten 1,5 Kilogramm, eher 1,7 Kilogramm gelandet. Es ist ein straffes, kräftiges Auslösefeedback und wie ihr hören könnt, in der Endlage gedämpft. Da seht ihr hier innenseitig diese kleinen Gummipuffer eingebracht. Sowohl in der Endlage als auch in der Ausgangslage wird das Geräusch entsprechend gedämpft und dieses Schaltgefühl hin zur Endlage ist klarerweise auch etwas gedämpft. Das ist nicht so klar, so knackig wie ungedämpft, aber im Gegenzug für euch, für uns wichtig, die Geräuschkulisse. Wenn ihr jetzt aus unmittelbarer Entfernung die Shifter betätigt, dann seid ihr bei einem Schaltgeräusch das verliert sich irgendwo unter 50 Dezibel. Das heißt, jedes Geräusch deines Rigs oder deines Sprechens, das wird deutlich lauter sein als eben diese Schaltmechanik des Magnetic Pedal Modules. Wie sieht es aus mit dem Auslösefeedback der Buttons? Da sind wir bei um die 700 Gramm, ebenso beim Funky Switch um die 750 Gramm. Ihr habt so ein etwas undifferenziertes Betätigungsgefühl dadurch, dass diese Buttons etwas an seitliches Spiel aufweisen und mit diesen Button Caps versehen sind. Dieser Umstand ändert sich etwas, wenn ihr die Button Caps abnehmt. Dann habt ihr etwas weniger Spiel über den kürzeren Hebel.
aber ihr seht, da ist ein leichtes Spiel über die Aufnahme ins Gehäuse. Die ist auf jeden Fall vorhanden. Ein weiteres Detail, das ich mit euch besprechen will, sind die Aufnahmen bzw. ein leichtes Spiel über den Hebel. Wenn ihr jetzt die Buttons betätigt und ich zeige euch dies jetzt von der Seite, dann könnt ihr erkennen, dass diese Buttoninseln etwas an Spiel nach hinten aufweisen. Das seht ihr hier an diesem seitlichen Spiel. Dies würde ich als nicht kritisch, aber leicht spürbar bezeichnen. Dieses ist klarerweise abhängig, ob ihr jetzt die Buttoninseln weiter weg und über den langen Hebel montiert habt oder näher hin zum Clubspot Hub entsprechend des Hebelgesetzes. Kommen wir zu einigen für euch vielleicht wichtigen Abmessungen. Ihr habt eine Gesamtbautiefe inklusive dem Quick Release 1 von 110 mm. Die auftragenden Buttoninseln, dann sind wir bei einer Gesamtbautiefe von 130 mm. Ihr seht einen Abstand, einen maximalen Abstand der Schaltpedals von 245 mm, den ihr dann entsprechend über diese Adapter Brackets noch erhöhen oder verringern könnt. Da bin ich euch auch noch ein kleines Detail schuldig. Ihr habt auch diese kleinen Buchsen samt Schrauben mit bei. Damit könnt ihr jetzt diese Schaltpedals vom Schaltarm über die Buchsen etwas mit Distanz nach hinten bringen, sprich eine größere Distanz vom Rim zu deinen Fingern. Das heißt, wenn du etwas größere Finger hast, damit du nicht zu kurze Griffweite zu deinen Schaltpedals hin hast. Und weitere Abmessungen, die dann klarerweise von deinem Lenkradkranz bestimmt werden. Entweder du schnappst dir so ein Modell, da hast du einen Lenkradkranz mit einem Durchmesser von 27, 27,5. Dann, wie besprochen, den großen GT mit um die 32,5. D-Shape Design mal 29. Oder du schnappst dir diesen riesigen Nesca Lenkradkranz, der ebenso über das 70 mm Lochbild und einem Durchmesser von 35 cm mit dem Clubspot Hub kompatibel ist. Letztes technische Detail, das kennt ihr aus vielen Reviews von mir, der Clubspot Quick Release 1, so heißt dieses Ding mittlerweile, den ihr entsprechend ziehen könnt. Dann werden diese innenseitigen Kugeln freigegeben, das seht ihr hier, die können wir dann hier exemplarisch nach innen drücken und wenn ihr diesen Überwurfring dann loslässt, werden diese Kugeln wieder nach innen gedrückt und rasten in der gegenbaugleichen Aufnahme, so würde ich dies jetzt bezeichnen, der Motornarbe an der Wheelbase entsprechend ein. Oberseitig habt ihr die gewohnte Nut für die Zentrierung und innenseitig die Pins für die Übertragung von Signalen und Strom. Weiter geht's mit dem Kapitel Verarbeitung. Die Spritzgussteile aus Kunststoff fühlen sich ordentlich an. Ebenso sauber verarbeitet ist die dicke Frontplatte aus Metall. Die Aufnahme für den Quick Release ist ordentlich ausgeführt. In Sachen Spaltmasse gibt es ebenso nichts zu beanstanden. Ebenso tadellos ist die Schaltmechanik samt Pedals aus Metall verarbeitet. In Sachen Lenkradaufsätze operieren, wie bereits erwähnt, sämtliche Fanatec Wheels auf einem sehr hohen Niveau. Die Verarbeitung der Materialien und Nähte ist einwandfrei. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel, den Rennstreckentests. Jetzt wird's Zeit für unser Hauptkapitel und wir sehen uns alle wichtigen Dinge live auf der Rennstrecke an. Beim heutigen Rennstreckentest sind wir auf einem RaceX Cockpit mit dem Motion Simrig SR2 unterwegs, montiert die Podium DD1 Wheelbase von Fanatec, nimmt den Clubspot Hub, den Forza Motorsport Lenkradkranz im GT Design auf. Alternativ haben wir von 3D Wrap den Pikes Shifter und die Akina Handbrake montiert. Als Spiel habe ich heute für euch rausgesucht Race Room. Wir sind mit einem uralten Nissan Skyline, es muss nicht immer GT3 sein, unterwegs. Wir drehen ein paar Runden ins Spa und ich sage euch jetzt, wie sich dieses Ding jetzt im Rennstreckeneinsatz schlägt. Und los geht's, raus auf die Strecke. Gemütlich losfahren. Wir gehen es heute sehr gemütlich an und ich gebe euch jetzt mal Rückmeldung, wie sich der Clubspot Hub in der V2-Version im Rennstreckentest schlägt. Auf den ersten Metern, wenn ihr so gemütlich mit dieser Fahrzeugklasse unterwegs seid, spürt ihr diese optimale Form eines großen GT-Lenkradkranzes. Ihr habt hier 32, 33 cm im Durchmesser. Lenkkorrekturen, die sind in dieser Klasse nicht so nervös erwünscht. Das heißt, ihr habt für entsprechenden Lenkradweg, um durch eine Kurve zu fahren,
entsprechenden Weg hier am Lenkrad zur Verfügung, damit sich dies nicht so nervös gestaltet. Reaktionsschnelle Korrekturen, die müsst ihr in diesen Fahrzeugklassen üblicherweise nicht durchführen. Ihr habt einiges an Verzögerung über das Fahrwerk der Fahrzeuge, über die Bereifung und so weiter und so fort. Und da sind diese extrem schnellen Lenkkorrekturen am Lenkradkranz, wie beispielsweise in den Formula-Klassen, nicht vonnöten. Im Gegensatz zu den kleineren Wheels habt ihr hier den Vorteil, sehr exakt Kurvenlinien zu erwischen. Das bedeutet nichts anderes wie, dadurch, dass ihr einen langen Weg am Lenkrad habt, könnt ihr sehr fein dosieren über den Lenkradweg, wie ihr die Scheitelpunkte trefft, wie ihr Kurven anfahrt und seid damit sehr komfortabel, eben nicht nervös über den großen Lenkradkranz unterwegs. Wie sieht es aus in Sachen Power? Auch dies immer ein wichtiges Kapitel, wenn ihr über große Lenkradkränze oder dieses komplette Gewicht an der Wheelbase denkt. Diese zwei Faktoren spielen dann eine Rolle, ob eine Wheelbase dafür geschaffen ist oder ihr davon eher Abstand nehmen sollt. Bei einer Podium DD1 mit Maximum 20 Newtonmeter Drehmoment habt ihr hierbei absolut keine Probleme. Ich bin jetzt in-game mit 75% ungefähr Force Feedback Power unterwegs, um das Software Clipping, das Abschneiden der Effekte im Spiel zu unterbinden. Und jetzt hier am Lenkrad über das Fanatec Tuning Menü, ich gucke das nochmal, Force Feedback Strength mit 50%, ist etwas schwach, gehen wir auf 55% hoch und habe mit den 55% ein kräftiges, ein gutes Force Feedback in Sachen Power am Start. Das seht ihr jetzt, ihr habt unendliche Dimensionen, Grenzen nach oben, um mit dem Force Feedback noch nachzuregeln, wenn euch dies zu schwach zu erscheint. Hier beim Test, beim Rennstreckentest am PC seht ihr über das Display, ihr bekommt je nach Anwendung angeboten die Geschwindigkeit bzw. den Gang beim Gangwechsel angezeigt. Dies variiert, dies könnt ihr dann auch über Fanalab, über das Tool genauestens konfigurieren, einstellen, wie ihr dies wollt. Das heißt, am PC funktioniert dies, wie dies soll. Ein Feature, das klarerweise über den Clubsport Hub fehlt, sind LEDs. Da müsst ihr dann selbst vorsorgen, wollt ihr diese LEDs am Start haben, dann macht dies entweder über so ein Dashboard oder andere Möglichkeiten. Ihr könnt dies auch über ein Tablet entsprechend nutzen, um euch dann Telemetriedaten vom Spiel auf ein Tablet zu bringen und hier mit LEDs oder etwas größerem Display unterwegs sein zu können. Zurück jetzt nochmal zum Lenkrad und zu dem Einsatz auf der Rennstrecke. Ihr habt mit diesem Lenkrad, wie bereits erwähnt, ein sehr komfortables, langstreckentaugliches Fahrgefühl, so würde ich dies jetzt nennen. Und wenn ihr jetzt auch hier Untersteuern oder Übersteuern provoziert, dann seht ihr, gerade in diesen alten Klassen könnt ihr dies wunderbar dann abfangen, korrigieren, da euch entsprechend der Lenkradweg über dieses große Rim zur Verfügung steht. Spannend am Clubsport Hub ist der stark ändernde Charakter, wenn ihr klarerweise kleinere Lenkradkränze oder größere Lenkradkränze montiert. Wie vorher gezeigt mit dem kleinen Lenkradkranz, da könnt ihr wunderbar Formula-Fahrzeuge simulieren, habt einen kurzen Weg am Rim, seid reaktionsschnell unterwegs, habt eine Gewichtsersparnis, einen kurzen Hebel. Dies kommt euch dann auf einer schwächeren Wheelbase zugute, wenn ihr beispielsweise mit einer Fanatec Wheelbase ohne das Pro 180 Kit unterwegs seid mit maximal 5 Newtonmetern, dann werdet ihr mit einem kleineren Lenkradkranz, mit einem leichten Lenkradkranz Vorteile haben. Generell würde ich sagen, beschränkt die Größe des Lenkradkranzes je nach Drehmoment, wenn dies nicht über 8 Newtonmeter hinausgeht, auf maximal 30, allermaximalst auf 32 cm Durchmesser. Bist du ein Typ, der starkes, kräftiges Force-Feedback am Start haben möchte, dann musst du dir dies gut überlegen, ob du auf einer 8 Newtonmeter Base einen 32 cm Lenkradkranz zum Einsatz bringt. Das Gewicht wird größer, der Hebelweg wird größer und von der Power bleibt dementsprechend weniger durch den großen Hebelweg am Rim an. Von der Ergonomie dieses Lenkradkranzes kombiniert mit dem Fanatec Clubsport Hub. Ihr habt eine relativ gute Erreichbarkeit der Buttoninseln. Hier gibt es nichts zu kritisieren. Ihr seht, ich kann die Hände am Lenkrad belassen und habe
Hier auf jeden Fall mal diese zwei Buttons sofort erreichbar. Für die inneren muss ich die Hand vom Lenkrad nehmen. Ich könnte mit den Hebeln noch etwas nach außen fahren und auch unterseitig komme ich zumindest zu einem Button hin. Dies ist wunderbar gelöst. Und um mich in Menüs bewegen zu können, muss ich klarerweise die Hand vom Lenkrad nehmen und kann dann den Funky Switch drehen, drücken, nach oben, nach unten, links oder rechts betätigen und bin auch hier komfortabel unterwegs. Ein weiterer großer Vorteil des Clubsport Hubs sind die oberseitig montierten Buttons, die im Prinzip komplett ausgelagert von den Buttoninseln hier an der Oberseite rund ums Display vorhanden sind. Das bedeutet, wenn du jetzt mit einem Nesca-Wheel und ohne Buttoninseln unterwegs sein willst oder Rallye-Anwendungen, Drift-Anwendungen am Start hast und keine Buttoninseln montieren möchtest, die spart entsprechend Gewicht oder bei gewissen Simulationen willst du diese Buttoninseln nicht am Start haben, dann kannst du eben über die komplette Buttonbelegung an der Oberseite des Hubs ausweichen. Das ist ein Komfortfeature, da du nicht jedes Mal dann die Tastatur zur Hand nehmen musst und dich mit diesen Buttons durch die Menüs bewegen kannst. Am PC kein Problem, wie gesagt, Tastatur wäre dann eine Möglichkeit auszuweichen, aber im Speziellen beim Konsoleneinsatz ein zwingend notwendiges Feature, dass du hier dann entsprechende Buttons zumindest an der Oberseite des Clubsport Hubs nutzen und einsetzen kannst. Das soll es nun gewesen sein mit dem Rennstreckentest. Zusammengefasst ein gutes Erlebnis, Power kommt entsprechend am Lenkradkranz an, Effekte sind gut rauszuspüren, Ergonomie, Erreichbarkeit gut, ein sehr ordentliches Schaltschema, wir haben wunderbar verbaute Schaltmechanik, stark gedämpft, keine Geräuschprobleme, das hört ihr hier nochmal beim Durchschalten. Leiser könnt ihr Magnetik-Shifter in meinen Augen nicht bedienen. Auch dies wird deinen Zimmerkolleginnen, deiner Freundin auf jeden Fall recht sein, wenn die neben dir in Ruhe Fernsehen gucken möchte. Fahren wir diese Runde zu Ende und dann biegen wir ab auf die Zielgerade. Die negativen, neutralen, positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung gibt es im Anschluss an diese meine letzte Runde. Weiter geht's mit den negativen Aspekten. Erster negativer Aspekt ist das haptische Feedback der Buttons. Hier spürt man, dass die Befestigung etwas zu labil ist, um einen satten Druckpunkt in der Endlage zu erzielen. Ebenso fällt das sehr einfach gehaltene Plastikgehäuse der Buttoninseln deutlich von der Materialwahl des restlichen Hubs ab. Und letzter negativer Aspekt ist der deutlich zu hohe Grundpreis, wenn man den Clubsport Hub Standalone, sprich ohne Lenkradaufsatz, ordern möchte. Knapp 370 € sind für den Quick Release und Hub in meinen Augen zu teuer. Und ich rate dringend, ausschließlich zu Paketen mit Lenkradaufsätzen im Bundle zu greifen. Diese sind dann mit knapp 400 € preislich eindeutig in Richtung neutrale, faire Bewertung einzuordnen und gehen für mich fürs Gebotene, wie bereits erwähnt, als fair durch. Weiter geht's mit den neutralen Aspekten. Der mittlerweile in die Jahre gekommene Quick Release von Fanatec, QR1 genannt, reicht aus meiner Sicht heute nur mehr zu einer neutralen Bewertung. Das liegt an einem leicht merkbaren Spiel an der Verbindung zur Motorachse, die das Konzept Direct Drive Antrieb nicht vollends spielfrei überträgt. Geräusche oder Schläge von der Achse, ausgelöst durch unerwartete Jolts der Wheelbase, die können störend sein. Zweiter neutraler Aspekt sind die optisch nur durchschnittlich aussehenden Buttoninseln. Hier hätte ein Update mit dem Clubsport Hub in der zweiten Auflage in meinen Augen gut getan. Die Einfassung mit Metall würde ein optisch und haptisch deutliches Upgrade mit sich bringen, wurde in meinen Augen aber versäumt. Nächstes Kapitel: die positiven Aspekte. An erster Stelle steht der positive Aspekt des enorm vielfältigen Einsatzzwecks des Clubsport Hubs. Unzählige Lenkradkränze bilden eine breite Palette in Sachen Kompatibilität und die Montage, die geht denkbar einfach von der Hand. Das Gehäuse des Clubsport Hubs ist hochwertig verarbeitet. Die Materialauswahl, die stimmt. Ein weiterer positiver Aspekt sind die oberseitig verbauten Eingabemöglichkeiten. Wenn auf Buttoninseln verzichtet werden will, ersetzen diese die nötigen Eingabemöglichkeiten. Ein weiterer positiver Aspekt sind die hochwertigen und preislich fair aufgestellten Lenkradkränze von Fanatec. Unzählige Modelle und unterschiedliche Größen und Formen sollten für jeden Anwendungszweck
genügen. Und letzter positiver Aspekt ist die volle Kompatibilität mit allen 3 Plattformen, insofern für den PlayStation-Einsatz eine PlayStation-lizenzierte Wheelbase zum Einsatz gebracht wird. Weiter geht's mit dem Fazit und der Kaufempfehlung. Ein leicht gestiegener Grundpreis, im Gegenzug aber die deutlich verbesserte Schaltmechanik und optionale Erweiterungsmöglichkeiten führen in meinen Augen zu einer Kaufempfehlung mit einem großen Aber. Ich rate zum Bundle samt Lenkradkranz zu greifen, um einiges an Geld sparen zu können. Der Preis von knapp 400 € ist für ein Gesamtpaket von Clubsport Hub samt edlen Lenkradkranz in dieser Qualität und Ausstattung fair angesetzt. Wenn du mit GT-Fahrzeugen und Sportwegen unterwegs bist, dann orientiere dich an den entsprechenden GT-Lenkradgrenzen. Für reaktionsschnelle Lenkkorrekturen in Formula-Klassen solltest du kleinere Lenkraddurchmesser nehmen. Für Rallye oder Drift schnappe dir einen runden Lenkradkranz, da die D-Shape-Abflachung der GT-Lenkräder im unteren Bereich in diesen Genres unvorteilhaft ist. Wenn du mit einer DD Pro und maximal 8 Nm Drehmoment unterwegs bist, beachte unbedingt, dass bei großen Durchmessern über den Hebelweg etwas weniger Power direkt am Rim ankommt, als dies bei kleineren Lenkradgrenzen-Modellen der Fall ist. Zusammengefasst bietet der Clubsport Hub ein gutes Allround-Paket, mit welchem alle Fahrzeugklassen abgebildet werden können. Und wie in meinen Reviews immer erwähnt, sollte man dann zumindest 2 Lenkradmodelle oder Lenkradaufsätze im Haus haben, wenn man alle Fahrzeugklassen adäquat überwiegend abbilden möchte. Und jetzt seid ihr am Zug. Postet bitte in den Kommentaren mit rein, was ihr vom neu aufgelegten Clubsport Hub in der V2-Version haltet und wie euch dieses Review gefallen hat. Und nun kommen wir zu einem spannenden Ausblick. Es wird in Sachen EasyTech ein Update geben, es gibt neue Federn zu verbauen bei den Pedalen und eine Fußablage. Es wird weitere Pedal-Reviews geben, eins von Cube Controls, das habe ich euch bereits angekündigt, und ein weiteres eventuell von 3D-Wrap. Und in weiterer Folge soll es ein Review von Moser Racing mit der kompakten R9 Wheelbase samt GS-Lenkrad geben, auch Vergleiche mit Fanatec sind geplant. Ihr seht, sehr viel zu tun im Moment. Ich halte euch am Laufenden. Vielen Dank fürs Dabeisein. Liebe Grüße von eurem Ron.